Es ist mal wieder zum 500. Mal im Jahr soweit. Ein neues Marvel-Projekt ist draußen, nämlich dieses Mal Thunderbolts. Und ich möchte dieses Mal tatsächlich über ein Marvel-Projekt reden. Und das ist eine Seltenheit. Ich habe sogar ein Poster bekommen. Das finde ich toll. Ich finde auch schön, wie Taskmaster auf diesem Poster drauf ist und hier auch beworben wird als Thunderbolt. Aber, well, ich habe mir Thunderbolts direkt am Release-Tag angeschaut. Es musste einfach sein. Die Trailer in den letzten Wochen und Monaten, die haben mich mega begeistert. Es sah richtig, richtig gut aus. Es sah genau danach aus, was ich mir gewünscht habe und was ich gebraucht habe. Charaktere wie Yelena und so weiter und so fort. Das war einfach Grund für mich, da reinzugehen. Ich hatte hohe Erwartungen dementsprechend und sie wurden erfüllt. Und dass man das bei Marvel mal sagt, das ist beeindruckend. Ich wurde nicht enttäuscht. Was Thunderbolts auf jeden Fall besonders macht, ist, dass es nicht eine Weltbedrohung ist. Es ist kein Weltuntergang, kein großer globaler oder intergalaktischer Konflikt, sondern es ist eine sehr intime, persönliche und charaktergetriebene Geschichte. Es geht um Themen wie Einsamkeit, Identität, den Wunsch nach Zugehörigkeit. Und es geht eben nicht um den nächsten Infinity Stone oder das Multiversum, obwohl wir in der Multiverse-Saga sind. Sondern es geht einfach um Menschen, die ein bisschen gestört sind, beschädigt. Es sind zerrissene und verletzte Figuren. Eine sehr fokussierte, bodenständige, einigermaßen bodenständige Mission. Und im Zentrum ist ein sehr zerrissenes und gebrochenes Team. Und das ist definitiv eine der großen Stärken vom Film selber, nämlich das Team. Also das Team an sich. Ich meine, man hat hier Florence Pugh als Yelena Belova, die schon in Black Widow für mich eine der herausstehendsten Figuren war und einfach seitdem Liebling von mir im MCU. Die Frau liefert hier eine krasse Performance ab, muss man einfach sagen. Und sie etabliert sich damit noch mehr als irgendwie Aushängeschild fürs MCU an sich, finde ich. Sie bringt Humor, aber tatsächlich diesmal auch ein bisschen anders, als man sie bisher kennt, mit Tiefe und Verletzlichkeit. Und das ist sehr schön zu sehen. Sebastian Stan als Bucky ist toll. Dann hat man Wyatt Russell als John Walker, der ja bisher eigentlich eher so ein bisschen war. Und dann hat man David Harbour als Red Guardian auch noch, der halt einfach Humor und Witz in die ganze Sache reinbringt. Und besonders positiv zu erwähnen, finde ich auch, ist die Rückkehr von Ghost, die ich in Ant-Man 2 schon toll fand. Hannah John Carmen. Fand ich sehr, sehr spannend damals. Und habe mir immer gewünscht, dass die Frau nochmal irgendwo vorkommen kann. Und das tut sie hier. Und sie kriegt hier mehr Tiefe und mehr Zeit zu scheinen. Und hat am Anfang auch einen der, naja, schockierendsten Momente. Ja, egal. Ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich möchte nicht zu viel spoilen. Der Film schafft es also, dass man B-List oder sogar C-List oder D-List Charaktere aus früheren MCU-Projekten nimmt und sie in diesen Film packt und sie damit automatisch zu A-List irgendwie, ja, hoch befördert. Also es ist krass. Der Film schafft es auch, Charaktere wie John Walker, der ja bisher einfach sehr kontrovers war und einfach natürlich kein Fan-Favorite, ist ja auch typisch, schafft es, diesen Charakter irgendwie zu einem Fan-Favorite zu machen und sympathisch und nachvollziehbar. Und das geht halt nur durch gutes Writing. Natürlich bringt der Film auch den guten Bob zum Vorscheinen, besser gesagt unser guter Sentry, der in diesem Film nicht so viel Sentry sein kann, wie er wahrscheinlich es sein wird irgendwann. Lewis Pullman spielt ihn sehr, sehr gut. Also ich finde, er war auch von Anfang an, als man ihn kennengelernt hat, direkt ein sehr sympathischer Charakter und ein Charakter, mit dem man sehr mitgefühlt hat. Ich hatte sehr viel Mitleid mit diesem Charakter und das ist schön zu sehen, dass mich ein MCU-Film so, ja, so mitnimmt. Unser Bob Reynolds hier hat eben einen großen Konflikt, den er einfach mit sich trägt. Es geht viel um mentale Gesundheit, was ich nicht gedacht hätte in einem MCU-Film. Die psychische Instabilität von Bob, die Leere, das ergänzt das ganze Thema vom Film mit der Einsamkeit. Es geht mit einem tollen Monolog auch direkt los von Yelena. There's something wrong with me. An emptiness. Am Ende ist es einfach so eine Found-Family-Geschichte wieder. Also die Figuren hassen sich, sie streiten die ganze Zeit, sie haben irgendwie, naja, da ist einfach viel Konflikt, sie sind gezwungenermaßen zusammen, aber genau daraus entsteht halt so eine tolle Chemie, die einen sehr mitnimmt und einen sehr fesselt. Und die Gruppenszenen sind wirklich das Herz des Films. Also sie nähern sich langsam an, sie müssen am Anfang sehr viel miteinander kämpfen, sie haben definitiv ihre Differenzen und sind jetzt keine Best Friends, aber sie lernen es
zusammenzukommen. Und das ist sehr schön zu sehen. Ich finde es großartig auch, dass der Film fast nie von den Charakteren weggeht. Also wir sind die ganze Zeit eigentlich bei den Thunderbolts. Es gibt ein paar einzelne Szenen, wo der Film andere Charaktere kurz mal beleuchtet, halt die Gegenseite. Aber das sind wirklich sehr, sehr wenige und einzelne Szenen. Und der Fokus ist wirklich auf dem Team. Und das ist toll. Und das Team hat wirklich Zeit, sich zu entwickeln. Und man verfolgt sie auf Schritt und Tritt. Man fängt an mit Yelena. Yelena lernt weitere Charaktere kennen. Dann entwickelt sich daraus so ein kleines Team gezwungenermaßen, das dann zum nächsten Schritt muss. Was mir auch sehr gut gefallen hat, der Film traut sich tatsächlich ernst zu sein, ohne den klassischen Marvel-Humor irgendwie beiseite zu legen. Klar, man hat Red Guardian, der da so seine klassischen Sprüche halt mal hier und da bringt und definitiv der Comic Relief, sag ich mal, des Films ist. Aber da ist trotzdem eine ehrliche Tiefe in diesem Film. Und wie gesagt, eben ernste Themen, die da verhandelt werden auch. Und da ist so eine emotionale Resonanz, die ich bei Marvel sehr lange vermisst habe. Es gibt besonders eine Szene gegen Ende des Films zwischen Yelena und Red Guardian. Da kommt dann irgendwie alles zusammen und das ist dann so der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt bei Yelena. Und dann quillt da irgendwie das ganze Trauma von, keine Ahnung, den letzten 20, 30 Jahren auf. Und vor allem bei Yelena und Alexei sind es so die tollen, also die haben einfach durch ihre ganze Vorgeschichte in Black Widow, da ist so viel, was in diesem Film mitspielt. Dementsprechend, falls ihr Black Widow nicht gesehen habt, ich empfehle euch sehr, Black Widow vor Thunderbolts anzuschauen. Nicht, weil es relevant ist, sondern einfach, weil man die Charaktere von Yelena und Alexei ganz anders sieht und eine ganz andere Verbundenheit mit den beiden hat. Man muss auch sagen, die Action ist toll in dem Film. Wir starten den Film mit Action, haben dann zwischendurch so kleine Action-Set-Pieces, aber es ist nichts Großes. Es gibt eine Verfolgungsjagd zwischendurch, dann gibt es einen Kampf mal kurz und dann war es das auch schon. Es sind viel praktisch gedreht worden. Ich habe mir ein paar Behind-the-Scenes-Sachen angeschaut, die Verfolgungsjagd, eigentlich alles praktisch. Es wurde sehr viel on Location auch gedreht. Sie waren in Utah, sie waren in Malaysia. Das sieht man sehr und das ist sehr schön auch zu sehen, dass da viel on Location gemacht wurde. Alleine, ich meine, der Sprung von Yelena von diesem riesigen Gebäude am Anfang des Films ist richtig cool. Und auch die Explosion von diesem Gebäude, das ist ja im Trailer, das waren praktische Sachen und ich finde, das sieht man und das fühlt sich sehr, sehr, also greifbar einfach an. Es gibt keinen Showdown am Ende vom Film, es ist kein großer Kampf. Also wir haben Sentry hier im Mittelpunkt des Konfliktes, aber der Konflikt ist nicht, dass gegen ihn gekämpft werden muss, sondern dass Sentry eigentlich, Bob, muss gegen sich selber kämpfen. Und das schafft er halt nur mit Verstärkung des Teams auf eine sehr süße Art und Weise. Und dann müssen wir natürlich aber auch noch über das Ende reden und die Post-Credit-Scenes, dementsprechend kleine Spoiler an dieser Stelle. Das Ende, dass sie dann als New Avengers etabliert werden, also mir war es klar. Mir war es klar von Anfang an, dass dieses fucking Sternchen hier, wie heißt denn das? Asterix-Gedöns, dass es dafür steht, dass sie die New Avengers sind. Es war mir von Anfang an klar, ich habe wochenlang darauf bestanden, mein Freund wollte es mir nicht glauben, er dachte sich so, ach nee, komm, die sind doch keine Avengers. Doch, they fucking are. Und ich finde, das sind sie sehr, sehr gut. Also ich finde, das ist ein tolles Team. Es wirkt sehr passend zu sagen, das sind die New Avengers. Auch die erste Mid-Credit-Scene sozusagen mit der Cereal-Packung dabei Alexei in dem Supermarkt ist toll. Also dass sie wirklich jetzt in-Universe die New Avengers sind, das finde ich fantastisch. Ich dachte kurz, dass Yelena einschreitet und sagt, nein, wir sind die Thunderbolts. Und dann hat man die zweite End-Credit-Scene oder Post-Credit-Scene besser gesagt, als sie dann in den Avengers Tower kommen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob dann dabei stand, dass es irgendwie ein Jahr später ist oder sowas, da bin ich mir gar nicht sicher. Dass sie da reinkommen, alles sieht jetzt anders aus. Richtig cool finde ich das erstmal. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dass wir jetzt wieder so, ja, wir haben jetzt wieder ein Team und es ist schön zu sehen. Und dann sagen sie, dass Sam Wilson, also Captain America, auch sein eigenes Team jetzt aufbauen will, seine eigenen Avengers, und dass er mit Copyright und Markenrechten und so weiter droht, wo ich mir so denke, also wirklich, sie haben es gerade geschafft, dass Sam Wilson als Captain America so ein bisschen akzeptiert wird durch Brave New World und dass er sich so ein bisschen etabliert hat als Captain America jetzt tatsächlich. Und klar, da wurde angedeutet, dass er jetzt auch die Avengers assemblen möchte. Aber es macht ihn automatisch wieder so unsympathisch. Also ich habe ihn gerade so mögen gelernt und mit diesem einen Satz automatisch wurde er mir wieder so unsympathisch, weil ich mir einfach dachte, ach Sam Wilson, was bist du für ein kleines Arschloch, wirklich? Markenrechte? Nur, also es ist ein Ego-Trip, den er fährt, ganz ehrlich. Aber es ist halt einfach lustig, weil du hast mit diesem einen Film mit Thunderbolt jetzt hier
ein Team etabliert, was so sympathisch ist, was so gut beim Publikum ankommt, was einfach, also was super funktioniert. Und sorry, da kommt ein Sam Wilson, Captain America, einfach ein Scheißdreck dagegen an, muss ich ganz ehrlich sagen. Dementsprechend, ich weiß nicht, ob sie sich selber nicht ein bisschen damit ins eigene Bein schießen. Sagt man ins eigene Bein? Ich glaube. Und dann kommt eben das Schiff der Fantastic Four tritt in den Orbit ein. Und das zeigt mir eigentlich einfach nur, dass Fantastic Four, der Film, der als nächstes kommt, damit enden wird, dass die Fantastic Four in das MCU eintreten. Also, dass sie ihr Universum flüchten müssen und dann ins MCU kommen. Glaube ich, dass das so funktionieren wird. Naja, egal. Spoiler vorbei. Thunderbolts hat mich also auf vielen, vielen Ebenen einfach abgeholt. Es ist ein Film mit einer klaren Message, mit klaren Themen. Es geht um Außenseiter, es geht über Menschen mit Fehlern und eben so diese Suche nach Zugehörigkeit. Und es ist jetzt nicht der lauteste, bunteste, aufregendste, so spektakelmäßigste Marvel-Film, aber es ist, finde ich, einer so der ehrlichsten. Da ist Humor, da ist Herz, da ist alles dabei, was man braucht. Also für mich ist es ein klares Highlight. Er verdient absolut jede positive Kritik, die da draußen ist. Es ist einer der stärksten Marvel-Filme der letzten 6 Jahre, also seit Endgame. Definitiv sehr, sehr weit oben dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob es mein Favorite seit Endgame ist. Ich habe ehrlich gesagt keinen Überblick, was seit Endgame alles rausgekommen ist. Und ich hoffe, dass es so ein bisschen so ein Auftakt ist für eine neue MCU-Ära, dass es eben mehr um Figuren und weniger um dieses ganze Spektakel geht. Weil ich finde, es ist genau das, was das MCU gerade braucht. Fokussierter, emotionaler, aber mutiger. Also ich finde, es wurde sich richtig was getraut mit diesem Film, weil es eben anders ist als so der klassische Marvel-Film. Aber ich meine, man merkt ja schon mit der Post-Credit-Scene, Doomsday steht als nächstes an, oder nächstes Jahr zumindest, als übernächster Marvel-Film, und spätestens da geht alles wieder bergab und da werden wir uns emotionale und tiefe und richtige Charakterarbeit irgendwie ein bisschen wünschen und werden es deutlich vermissen. Also Thunderbolts ist, glaube ich, kein Zeichen dafür, wie es mit dem MCU weitergeht, sondern es ist eher eine Seltenheit, die wir sehr wertschätzen müssen. Ja, das war meine Meinung zu Thunderbolts. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!